Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Psychologie der Massen von Gustave Le Bon ist ein klassisches Werk, das sich mit den Dynamiken und Mechanismen der Massenpsychologie beschäftigt. Ursprünglich 1895 veröffentlicht, bietet dieses Buch wertvolle Einblicke in das Verhalten von Menschenmengen und die psychologischen Gesetze, die sie beeinflussen. Le Bons Analyse ist heute genauso relevant wie damals, da sie das Verständnis für kollektive Verhaltensmuster in politischen Bewegungen, sozialen Umwälzungen und auch im alltäglichen Leben erleichtert. Sein Werk hat sowohl in akademischen Kreisen als auch in der breiten Öffentlichkeit Anerkennung gefunden und ist ein Muss für alle, die sich für die tiefer liegenden Kräfte interessieren, die menschliche Interaktionen in großen Gruppen steuern. Durch die Untersuchung, wie individuelle Persönlichkeiten in der Masse untergehen und neue Verhaltensweisen annehmen, eröffnet Le Bon ein neues Verständnis für die Macht der kollektiven Psychologie und die Gefahren, die sie sowohl für die Gesellschaft als auch für Einzelpersonen darstellen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Macht der Masse. Ein zentrales Thema in Le Bons Psychologie der Massen ist die Macht, die eine Masse über das individuelle Handeln ausüben kann. Le Bon beschreibt die Masse als ein Lebewesen mit eigenem Geist, das die Fähigkeit hat, individuelles Verhalten drastisch zu verändern. In einer Masse verliert der Einzelne seine individuelle Entscheidungsfähigkeit und wird von Emotionen angetrieben, die von der Gruppe induziert werden. Diese Emotionen sind oft intensiver und radikaler als jene, die der Einzelne alleine erfahren würde. Durch die Überlagerung von Gefühlen werden Menschen in Massen zu Handlungen getrieben, die sie alleine nie in Betracht ziehen würden, was sowohl zu positiven als auch negativen Ergebnissen führen kann. Le Bon unterstreicht, dass die Macht einer Masse nicht von der Vernunft, sondern von Bildern, Illusionen und simplen Ideen gelenkt wird, die eine breite emotionale Resonanz hervorrufen. Diese Mechanismen sind ein Schlüsselelement in der Funktionsweise von Massenbewegungen und haben weitreichende Auswirkungen auf gesellschaftliche und politische Veränderungen. Zweitens. Die Ansteckung und Manipulation in Massen. In seinem Buch geht Le Bon auf die Konzepte der Ansteckung und Manipulation innerhalb von Massen ein. Diese beiden Phänomene erklären, wie Ideen, Stimmungen und Verhalten sich rasch in einer Gruppe verbreiten können. Ansteckung beschreibt den Prozess, bei dem Emotionen und Handlungen von einem Individuum auf ein anderes übergehen, ähnlich wie bei einer Krankheitsübertragung. Diese Dynamik ist besonders stark in Massen, wo sich Menschen häufig unbewusst identifizieren und die Verhaltensweisen der umgebenden Personen nachahmen. Manipulation spielt eine entscheidende Rolle darin, wie Massen geformt und kontrolliert werden können. Einflussreiche Individuen oder Gruppen, die als Führer agieren, können die Massen durch gezielte Kommunikation und Symbolik leiten, indem sie Emotionen und einfache Botschaften nutzen, um die Masse für bestimmte Ziele zu mobilisieren. Bei der Manipulation handelt es sich um die strategische Lenkung der Masse auf eine bestimmte Richtung, wodurch deren Kräfte und Energie genutzt werden, um gewünschte soziale oder politische Änderungen zu erzielen. Le Bons Analyse dieser Vorgänge zeigt auf, wie Massenphänomene oft als Werkzeuge zur Erreichung von Macht und Kontrolle dienen. Drittens. Die Rollen von Führern und Ideologien. Gustave Le Bon beschreibt die zentrale Rolle, die Führer und Ideologien bei der Steuerung von Massen spielen. Führer sind Schlüsselfiguren, die die kollektive Richtung einer Masse bestimmen können, indem sie emotionale und suggestive Botschaften verbreiten. Ihre Fähigkeit, eine Masse zu beeinflussen, liegt in ihrem Charisma und ihrer Fähigkeit, einfache und wirksame Ideen zu kommunizieren, die einen emotionalen Einklang mit den Teilnehmern finden. Ideologien fungieren als Werkzeuge, die Massen mobilisieren, indem sie Hoffnung, Traum oder vermeintliche Bedrohung darstellen. Diese Ideologien müssen nicht unbedingt rational oder logisch stringent sein. Vielmehr basieren sie auf emotional ansprechenden, simplen Prämissen, die den Anhängern ein Gefühl von Zugehörigkeit und Zweck vermitteln. Le Bon hebt hervor, dass Führer oft die emotionalen Bedürfnisse der Massen ausnutzen, um ihre Power zu festigen und diese für politische oder soziale Bewegungen zu verwenden.
Diese Dynamik unterstreicht, wie wichtig es ist, die Rolle von Charisma und vereinfachenden Doktrinen in der Massenleitung zu verstehen, um die vielen Facetten der Massenpsychologie voll zu erfassen. Viertens. Die Psychologie der Masse im historischen Kontext. Le Bon legt großen Wert darauf, die Psychologie der Massen im Kontext historischer Ereignisse zu verstehen. Er untersucht verschiedene Revolutionen, politische Bewegungen und gesellschaftliche Umwälzungen, um aufzuzeigen, wie Massen zu unterschiedlichen Zeiten und in verschiedenen Kulturen agieren. Durch den historischen Kontext wird deutlich, dass Massenphänomene universelle Elemente enthalten, die unabhängig von Zeit und Ort zu beobachten sind. Allerdings wird auch gezeigt, wie sich die spezifischen Ausprägungen von Massenverhalten aufgrund kultureller und sozialer Gegebenheiten unterscheiden können. Durch seine Analyse der Französischen Revolution bis hin zu den nationalistischen Bewegungen seiner eigenen Zeit bietet Le Bon ein umfassendes Bild davon, wie Massenpsychologie historische Entwicklungen prägen kann. Indem er das Potenzial der Massen für große soziale Verwerfungen und Veränderungen aufzeigt, legt Le Bon den Grundstein für ein Bewusstsein darüber, wie Massen auch in der modernen Gesellschaft weiter eine entscheidende Rolle spielen. Schließlich die Kritiken und Rezeption von Le Bons Theorie. Le Bons Theorie der Massenpsychologie hat seit ihrer Veröffentlichung eine Fülle von Kritiken und Diskussionen hervorgerufen. Kritiker werfen dem Werk oft einen mangelnden wissenschaftlichen Ansatz und eine voreingenommene Sichtweise vor, da Le Bon dazu neigt, negative Aspekte des Massenverhaltens zu betonen. Dennoch ist das Werk wegen seiner pionierhaften Herangehensweise an das Studium der Massen von unschätzbarem Wert. Viele Forscher und Praktiker im Bereich der Sozialpsychologie, Soziologie und Politikwissenschaften haben Le Bons Ideen entweder weiterentwickelt oder kritisiert und modifiziert. Trotz der Kontroversen bleibt sein Werk ein grundlegendes Referenzwerk in der Diskussion um die Psychologie von Massen und kollektiven Bewegungen. Die dauerhafte Relevanz liegt auch in den Methoden und Techniken, die er vorgestellt hat, um Massenphänomene zu analysieren, welche auch heute noch als wichtig angesehen werden, um zu verstehen, wie sich Massenverhalten in unserer zunehmend vernetzten und technologisch geprägten Welt manifestiert. Zusammenfassend: Psychologie der Massen sollte von all jenen gelesen werden, die ein tieferes Verständnis für das Verhalten von Gruppen und die Kräfte, die unsere Gesellschaft formen, erlangen möchten. Studierende der Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaften werden von Le Bons Einsichten ebenso profitieren wie Führungskräfte und politische Strategen, die sich über die Dynamiken von Massenkundgebungen informieren wollen. Das Buch bietet nicht nur eine detaillierte Analyse vergangener Massenphänomene, sondern liefert auch wertvolle Lehren für die Gegenwart. Da kollektive Bewegungen und Massenaktionen nach wie vor wesentliche politische und gesellschaftliche Veränderungen antreiben, können die im Buch dargestellten Prinzipien helfen, solche Dynamiken besser zu verstehen und vorherzusagen. In einer Welt, die von sozialen Medien und globalen Kommunikationsnetzwerken geprägt ist, ist das Wissen um Massenpsychologie entscheidend, um die Herausforderungen und Möglichkeiten zu begegnen, die sich aus der Mobilisierung großer Gruppen ergeben. Psychologie der Massen eröffnet somit Wege, um sowohl die Gefahren als auch die Potenziale von Massenbewegungen zu erkennen und zu nutzen, wenn Sie unterstützen möchten. Gustave Le Bon. Können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe? Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.